ist Bernd Lefert. Ich war über viele Jahre im öffentlichen Dienst als Führungskraft beschäftigt und darüber hinaus einige Jahre als Personalverantwortlicher in einer großen Behörde tätig. Berufsbegleitend bin ich systemischer Berater und Coach und berate in dieser Funktion mittelständische Unternehmen in Bezug, ja, auf verschiedenste Themen der Personalführung. Ja, in Bezug auf meine Rolle als Personalverantwortlicher im öffentlichen Dienst war meine große Herausforderung, Menschen im Rahmen von Recruiting-Prozessen zu identifizieren, auszuwählen und auf ihre Geeignetheit zu prüfen, ob sie denn dann im Rahmen dieser Unternehmensphilosophie auch die antizipierten Aufgaben in der Lage sind zu bewältigen. In Bezug auf meine Rolle als systemischer Coach und Berater ist es so, naja, sich zunächst einmal ein Stück weit zurückzunehmen, nicht sofort Ratschläge herauszuhauen, sondern sich in die Unternehmensphilosophie, in dieses Corporate Identity einzufühlen, mitzuschwingen und die Klienten ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Lösungen für das gestellte Problem, für die Projekte zu finden. Zunächst einmal der Begriff Selbstbewusstsein. Es gibt ja keine in Anführungsstrichen Legaldefinition für den Begriff Selbstbewusstsein. Für mich bedeutet Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu werden. Das setzt voraus, dass man in der Lage ist, in einen Reflexionsprozess einzusteigen. Ich kann nur dann tun, was ich will, wenn ich weiß, was ich gerade tue. Das ist eine gute Formulierung, dass Selbstbewusstsein dann hilft, Projekte, Herausforderungen zu meistern, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, mit anderen Worten auch anderen gegenüber und mir selbst empathisch, einfühlend und wohlwollend umgehe. Wenn ich mit dieser Grundhaltung bestimmte Projekte angehe, schiebe ich sie nicht auf, ich prokrastiniere nicht, ich stelle mich den Herausforderungen und insofern ist die Hürde, zunächst einmal anzufangen, überwunden und man geht in einen sogenannten Flow über, der für mich immer total hilfreich war, die Herausforderungen anzunehmen. Trotz aller Widrigkeiten, die sich aus den unterschiedlichsten Lebensumständen ja ergeben können. Ja, es fällt schwer, diese Frage pauschal zu beantworten, denn es hängt immer vom jeweiligen Menschen ab und von der jeweiligen Lebenssituation. Was ich allerdings immer wieder empfehlen kann, ist, wie das Wort schon sagt, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, trotz allen Stresses achtsam mit sich und den Menschen umzugehen, die Herausforderungen zu reflektieren und zu versuchen, die Emotionen, die damit verbunden sind, zu regulieren. Emotionsregulation ist für mich eine der großen Herausforderungen im Leben und steht unmittelbar im Zusammenhang mit Selbstbewusstsein. Wenn ich mir die Zeit nehme, zu reflektieren und insofern mich den Herausforderungen zu stellen. Okay, Selbstbewusstsein als Vorteil ergibt sich daraus, wenn ich bewusst bin und gut mit mir umgehe, bin ich als Teamplayer natürlich auch entsprechend einfühlsam, empathisch und kann im Arbeitsmarkt flexibel mit anderen Menschen zusammenarbeiten und die gestellten Herausforderungen erledigen und realisieren. Ja, fehlendes Selbstvertrauen kann letztendlich dazu führen, dass ich ja erst gar nicht anfange, dass ich mich den Herausforderungen gar nicht stelle, mich in die Gelegenheit gebe, meine Leistungen abzurufen. Mit anderen Worten, nicht in eine positive Erfahrung komme, indem ich über das Tun bestimmte Dinge erledige und dadurch meine Wirksamkeit erhöhen kann, insofern aufschiebe, wieder erneut prokrastiniere und das ist maladaptiv und hindert uns daran zu wachsen. Ja, als systemischer Berater und Coach bin ich natürlich auch ein Stück weit Vorbild. Das heißt, das, was ich erkläre,
in der Theorie muss ich auch in meiner Praxis vorleben. Und insofern erzähle ich auch immer ganz gerne was aus meiner Vita, dass es für mich eine riesengroße Herausforderung war, Trauma-Experte zu werden, in die Traumaarbeit einzusteigen, ohne zu wissen, kann ich das eigentlich? Und mit dem gehörigen Selbstbewusstsein und der Selbstreflexion dann so ein Tätigkeitsfeld zu erarbeiten, zu begreifen und in die Praxis umzusetzen, ist für mich so eine Art Vorbild. Und das gebe ich auch als Teil meiner Unternehmensstrategie vor. Das heißt, keine Ratschläge zu geben, sondern tatsächlich den jeweiligen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Lösungen zu finden, bei denen ich sie sehr, sehr gerne begleite. Ja, die Frage ist, muss Selbstbewusstsein erlernt werden? Oder gehen wir eher von der Annahme aus, dass jeder die Ressourcen in sich trägt, um Selbstbewusstsein zu entwickeln? Die Frage ist immer die Rahmenbedingungen, inwieweit sie es zulassen. Sind die Rahmenbedingungen nicht so optimal, das heißt, die ersten Widerstände auftauchen, dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Das heißt, die erste Frustration auszuhalten, zu überwinden und dennoch in der Tätigkeit zu bleiben, obgleich sie nicht unmittelbar zum Erfolg führt. Das setzt einen positiven Kreislauf in Gang zwischen Erfolg, Gedanke und die dazugehörige Emotion.